Die Titanic der eingeweihten Anhänger von Ravana, das International Sri Krishna Mandir, kollidierte mit einem Eisberg. Wir werden diese Allegorie am Ende des Videos berühren, aber für jetzt, in der Essenz. Nach der Veröffentlichung der 6-Serie, die den gefährlichen Betrug aufdeckte. Darin wurde der Verdacht geäußert, dass der Leiter der ISKM nicht wirklich von Prabhupada initiiert wurde. Die russische Gesellschaft, die Vertretung der ISKM, postete in ihrer Gruppe in Kontakt. Die folgenden sogenannten Beweise, dass Sundar Gopals Prabhu die Einweihung von Prabhupada erhalten hat. Hier zeigen sie uns, hier sind die Aufzeichnungen, dass Sundar Gopal initiiert wurde. Hier sind die Fakten, sehen Sie sie sich an. Das scheint das Problem zu sein. Ja, in der Tat, wir haben Sundar Gopal 377 Los Angeles gelesen. Wir haben in der Vedabase gelesen, dasselbe. Nun, Sie können das Video beenden. Jeder hat es herausgefunden. Was genau ist die Behauptung? Doch in Verbindung mit den entdeckten Beweisen und Dokumenten. Es stellt sich heraus, ein Vorfall und eine Menge von Ungereimtheiten. Um zu verstehen, was sind die Ungereimtheiten in der Version von Sundar Gopala Prabhu, die die anderen Vertreter der Ritwik-Bewegungen bemerken. Es muss geklärt werden, wie die Einweihungen von Prabhupada durch einen Vertreter durchgeführt wurden, bevor der Brief vom 9. Juli veröffentlicht wird. Der Präsident des Tempels war in der Tat der lokale Vertreter Prabhupadas. Er beobachtete die Schüler und Gemeindemitglieder in seinem Tempel 6 Monate oder ein Jahr lang und empfahl dann die neuen Gottgeweihten oder Gemeindemitglieder seines Tempels an Prabhupada. Dazu schrieb er ihm einen Brief mit Empfehlungen und den Kami-Namen der Gottgeweihten. Prabhupada las diesen Brief, gab den Gottgeweihten spirituelle Namen und schickte den Brief an den Tempelpräsidenten zurück. Der Tempelpräsident führte das Feueropfer durch, chantete auf Perlen und übergab den Brief an einen Schüler. Der Schüler musste beim Jaina anwesend sein. Brief an Jennifer, Mexiko-Stadt, 15. Februar 1975. 750215, San Francisco. Bezüglich der Einweihung ist es erforderlich, dass du von einem unserer Tempelpräsidenten empfohlen wirst, und dann werde ich es in Betracht ziehen. Zunächst einmal muss man das regulative Prinzip mindestens 6 Monate lang ohne Abweichung befolgt haben. Es ist nicht unbedingt erforderlich, im Tempel zu leben, aber man muss die Regeln einhalten. Ich hoffe, das trifft dich bei guter Gesundheit an. Euer wohlgesonnener A.C. Bhaktivedanta Swami. Dann stellt sich die berechtigte Frage, wessen Eintrag dies in Prabhupadas Buch ist. Wenn wir uns der Vedabase zuwenden, sehen wir, dass der Eintrag Sundar Gopal das in der Datenbank ist. Ja, er ist dort. Wir fragten die Gottgeweihten, die die Vedabase leiten, nach den karmischen Namen derer, die im März 77 initiiert wurden, und erhielten die Antwort, dass es sich um Sundar Gopal aus Singapur handelt, der unter dem Eintrag vom März 77 in Los Angeles steht, und sein karmischer Name ist Govindasamy Sundar. Nun, was sind die Probleme? Wir beenden das Video und gehen. Die Platte ist seine, ja, das ist sie. Es steht im Buch der Prabhupada-Schüler, ja, das ist es. Eine Tatsache ist eine Tatsache. Okay, lasst uns das Video beenden. Ich danke euch allen fürs Zuschauen, jeder kann gehen. Nun, was ist an all dem falsch? Was für Ansprüche an Sundar Gopal Prabhu? Und die Behauptungen sind in der Tat wahr. Der Umstand, der einst als Beweis für die Einweihung von Sundar Gopala herangezogen wurde, und später die Aufnahme seines Namens in das Buch der eingeweihten Schüler Prabhupadas. Es war ein grausamer Scherz, und jetzt ist es der Hauptbeweis dafür, dass seine sogenannte Einweihung eine Fälschung ist. Nämlich der Einweihungsbrief selbst, der in der Biografie von Sundar Gopal auf der ISKM-Website veröffentlicht ist. Werfen wir einen Blick auf diesen Brief. Dieser Brief ist wie der Flug der Amerikaner zum Mond. Es scheint eine Tatsache zu sein, dass sie geflogen sind, aber wenn man anfängt, sich mit den Details zu beschäftigen, tauchen zahlreiche Ungereimtheiten auf. Hier ist der Brief. Was sofort auffällt, ist, dass in dem Brief kein Datum steht. In dem Brief steht, dass 2 Personen eingeweiht wurden. Es sind Sundar Gopal Prabhu und sein Bruder Gauraraya Prabhu. Sie wurden in Indien von Prabhupada eingeweiht. Der Autor des Briefes ist Nalinikanta Prabhu. Außerdem gibt es in der Vedabase Hinweise auf beide Brüder. Zum Beispiel, ja, alles scheint legal zu sein. Hier ist ein Bruder,
Hier ist der zweite. Dieser Eintrag stammt aus dem Jahr 80, wo der Name des Bruders als Gauraraya das angegeben ist. Aber hier ist ein Rätsel, Nalinikanta Prabhu sagt, dass er diesen Brief nicht geschrieben hat. Aber die Unterschrift auf der zweiten Seite ist seine. Wie kann das sein? Wo ist der Beweis? Was sagt Nalinikanta Prabhu über diesen Brief? Prabhu Mataji Pamho, alle Ehre für Srila Prabhupada. Das ist über 40 Jahre her, und ich kann mich an den Vorfall überhaupt nicht erinnern. Ich kann sagen, dass die Unterschrift von mir ist, aber die Sprache auf der ersten Seite ist nicht die Art, wie ich schreibe. Ich persönlich wusste nicht, dass Prabhupadas Gesundheitszustand so schlimm war, bis Oktober/November 1977 und ich wusste auch nicht, dass er dem Tod nahe war, noch verwende ich Begriffe wie Nirvikalpa Samadhi, wie sie auf der ersten Seite stehen. Ich kann es also nicht verifizieren, obwohl ich mich möglicherweise daran erinnere, einige Namen an Srila Prabhupadas Diener zur Einweihung geschickt zu haben. Ob es Sundar Gopal Prabhu war oder nicht, kann ich nicht sagen. Es ist seltsam, dass auf Seite 1 kein Datum steht. Ich war auch 1977 nicht in Indien, aber 1975 und 76 war ich dort. Aber das war vor der schweren Krankheit seiner göttlichen Gnade. Ich entschuldige mich, wenn mein Gedächtnis mir nicht richtig hilft, aber ich erinnere mich überhaupt nicht daran, dass ich über Srila Prabhupadas bevorstehende Nirvikalpa gesprochen oder geschrieben hätte. Was auch immer das bedeutet, Nalini. Lasst uns versuchen, es herauszufinden. Auf der einen Seite haben wir die Aussagen von Nalinikanta Prabhu, der sagt, dass die Unterschrift auf Seite 2 seine ist, aber er hat den Text auf Seite 1 nicht geschrieben. Auf der anderen Seite gibt es eine Aussage von Sundar Gopal Prabhu, der sagt, dass es sich um einen echten Brief handelt. Oder vielleicht wird böswillig behauptet, dass dieser Brief aus verschiedenen Buchstaben zusammengesetzt ist. Und die Schrift auf der ersten Seite und auf der zweiten Seite sei von verschiedenen Schreibmaschinen gedruckt worden. Das kann sein oder auch nicht. Tatsache ist, dass es in den fernen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts technisch nicht möglich war, die Identität der Schriftarten auf beiden Seiten sofort festzustellen. Obwohl man sie natürlich feststellen könnte, wenn man wollte. Mit Hilfe einer Lupe. Aber in der Regel nahmen sich die ISKCON-Anhänger gegenseitig beim Wort, und niemand kam auf die Idee, einer Person, die behauptet, von Prabhupada initiiert worden zu sein, nicht zu trauen. Im 21. Jahrhundert jedoch, mit der Verfügbarkeit moderner Computerprogramme für die Bildbearbeitung, ist es ein leichtes, die Identität von Schriftarten festzustellen. Dazu öffnen wir Photoshop, öffnen eine Seite des Briefes. Wir öffnen die zweite Seite und legen eine über die andere. Wir kombinieren ähnliche Sätze, und voila. Wir sehen kleine, kaum wahrnehmbare Unterschiede in den Schriftarten der ersten und zweiten Seite. Daraus können wir schließen, dass der Brief eine Fälschung ist. Und so hat Nalinikanta Prabhu recht. Das heißt, er hat diesen Brief nicht geschrieben. Aber die Frage bleibt, wenn der Brief eine Fälschung ist, wie sind dann die Einweihungsunterlagen von Sundar Gopal in das Buch von Prabhupadas eingeweihten Schülern gelangt? Damals, im Jahr 77, gab es nämlich keinen ISKCON-Tempel in Singapur. Und Prabhupadas Fuß hat nie einen Fuß auf das Land Singapur gesetzt. Bhima Prabhu, einer der ersten Gottgeweihten, kam Ende des Jahres 78 auf Anweisung seines Gurus Hansadutta Swami nach Singapur. Am Ende des Jahres 78 traf er Sundar Gopal und war überrascht, dass dieser behauptete, ein Schüler Prabhupadas zu sein. Dies erregte sofort Bhimas Misstrauen. Denn er wusste, dass es in Singapur keinen ISKCON-Tempel gegeben hatte. Und Sundar Gopal konnte nicht eingeweiht werden. Denn eine Voraussetzung für die Einweihung war die Teilnahme eines Devotees an den Tempelprogrammen und die Anwesenheit eines Kurators, der einen mindestens 6 Monate lang beobachtete. Dann begann er Sundar Gopal zu fragen, mit wem er kommuniziert hatte und wer sein Kurator war, der ihn für die Einweihung empfohlen hatte. Darauf antwortete Sundar Gopal nur, dass er mit Los Angeles in Kontakt stehe, nachdem er ein Exemplar der Zeitschrift Back to Godhead gekauft habe, in der er die Adresse und Telefonnummer des Tempels in Los Angeles gesehen habe. Das erregte sofort Verdacht, denn ohne einen Kurator war es nicht möglich, die Einweihung zu erhalten. Aber wie zum Teufel konnte Sundar Gopals Name in Prabhupadas Buch der initiierten Schüler auftauchen? Es folgt eine Erzählung von Bhima Prabhu, der von der ISKM-Gesellschaft zum Dämon ernannt wurde. Wegen seiner Unfähigkeit, zu schweigen.
Was deine Frage zu Gaurananda Dasar und Sundara Gopal betrifft, warum sie später im Schwarzen Buch erscheinen. Deine Frage, wie er es geschafft hat, diese beiden Namen in das Schwarze Buch zu bringen, ist ziemlich einfach. Er wurde sofort in Tamal Krsnas Obhut genommen, als er anfing, Indien zu besuchen, um 83 und 84. Gura Purnima. Es war nicht sein erster Besuch in Indien, der erste war, als die beiden Brüder ihren brahmanischen Faden im Jahr 79 hatten, und später, als sein Bruder im Gefängnis in Kalkutta war, um 80 und 81, also um 84 und 85. Tamal brachte ihn nach Houston, er verbrachte fast ein Jahr in Tamals Zone und bekam die Gelegenheit, dem Sekretär von Tamal Krsna mitzuteilen, dass sein Name nicht im Schwarzen Buch aufgeführt war, neben vielen anderen Devotees. Alles, was er zu tun hatte, war zu erwähnen, dass er 1977 in La eingeweiht wurde, obwohl der Name mit einem A im Sundara geschrieben wurde und für seinen Bruder als Gaurananda, Singh 3-77, Singapore aufgeführt war. Man beachte, dass die beiden Handschriften unterschiedlich waren, weil sie von verschiedenen Personen in Tamal Krsnas Gebiet eingetragen wurden, zu verschiedenen Zeiten, diktiert von ihm. Ja, warum er dem Sekretär absichtlich einen anderen Namen für seinen Bruder nannte, anstatt Gauraraya, ist eine interessante Sache. Weil er und sein Bruder geplant hatten, eine Menge Geld zu verdienen, indem sie Silber in Indien kauften, damals sehr billig in Indien, und es in Singapur oder Thailand mit gefälschten US-Dollars verkauften, die sie in Bangkok für etwa $30.000 gekauft hatten. Doch nach dem Kauf des Silbers wurde der Bruder gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Der Pass seines Bruders lautete auf den Namen Raya So Govindasamy, und der Name des Eingeweihten war zu dieser Zeit Gauraraya Das. Sundar Gopal befand sich in ständigen Gesprächen mit der Polizei und dem Richter, um einen hohen Geldbetrag in Dollar für seine illegale Freilassung auszuhandeln, ohne dass ihm sein Pass zurückgegeben wurde, damit sie seinen Tod in Indien vortäuschen konnten, so dass sie mehr Geld zahlen mussten, um eine indische Identität und Dokumente zu bekommen, um über Thailand und Malaysia nach Singapur zurückzukehren. Beide weigerten sich, jemandem von diesem Abenteuer zu erzählen. Und sein Bruder verließ die Bewegung bis zum heutigen Tag für immer, um der Luftwaffe von Singapur beizutreten. Später schloss sich sein Bruder den Gaudiya Math Gottesbrüdern von Srila Prabhupadas Gruppe an. Er hat nie mit seinen Brüdern ISKCON assoziiert, da man nie wieder etwas von ihm oder seiner Familie gehört hat, obwohl Gauraraya und seine Frau mich einmal in unserem Zentrum in Singapur besucht haben und bei gelegentlichen Treffen während Bayans, die nicht in ISKCON stattfanden. Aus diesem Grund beschloss er, den Sekretär dazu zu bringen, einen anderen Namen Gaurananda, aber mit singapurischer Nummer 377 in das Schwarze Buch einzutragen, während er genau dort in Tamal Krsnas Zone war. Die getippten und aufgelisteten Namen der eingeweihten Schüler von Srila Prabhupada wurden später aus dem handgeschriebenen Buch hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob Sie das in den Nachrichten googeln können, aus den alten Zeitungen in Indien, über Raya So Govindasamy, die Silber schmuggelten, oder mit gefälschten US-Dollars kauften, oder Hare Krishna-Anhänger, die beim Kauf von Silber mit gefälschten US-Dollars in Kalkutta erwischt wurden, zwischen 80 und 80? Sie müssen verstehen, dass nicht jeder seine Einweihungen in der ganzen Welt sofort meldet, und wenn Informationen eingehen. Trägt der Sekretär von Tamal Krsna diese zunächst in das handgeschriebene Schwarze Buch ein und tippt sie später in ein separates Buch um. Dieser Sundar ist von Anfang an ein Betrüger, mit seinem gefälschten Brief von Nalini Kant, der darauf bestand, dass es nicht sein Schreibstil war. In der Tat ist es keine amerikanische Ausdrucksweise, aber eines Inders aus Singapur. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sundar Gopal, als er seinen Namen den Wächtern des Schwarzen Buches in Tamal Krsnas Zone gab, den Namen seines Bruders absichtlich an verschiedenen Tagen angab, nach seiner Vereinbarung mit den Gefängniswärtern, dass er nicht wieder in Indien auftaucht und außerdem, da sein Bruder bereits in der Luftwaffe von Singapur war, würde es seinen Job in Gefahr bringen. Die Allegorie mit der Titanic entwickelnd. Man kann sagen, dass diejenigen, die Zuflucht in der ISKCON Sri Krishna Mandir Gesellschaft genommen haben. Sie sind die Passagiere der Titanic. Die Titanic ist ein Denkmal für menschlichen Stolz, Eitelkeit und Doppelzüngigkeit. Und nach dem göttlichen Willen ist er dazu verdammt, auf einen Eisberg der Wahrheit zu stoßen. Thank you for watching this video. Stay tuned.
Hare Krishna.